Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über den Herbst in Deutschland. Genau, wenn du dein Deutsch verbessern willst, abonniere unseren Kanal und drück auf die Glocke, damit du keine neuen Folgen verpasst. In dieser Folge lernst du viele nützliche Wörter und Ausdrücke rund um den Herbst, das perfekte Thema für den Alltag. Für mich ist der Herbst eine ganz besondere Jahreszeit. Die Luft wird frischer, die Blätter werden bunt und überall riecht es ein bisschen nach Regen und Kaffee. Ich liebe das Gefühl, wenn man durch den Park geht und die Blätter unter den Schuhen rascheln. Ja, das stimmt. Ich finde auch, der Herbst hat eine eigene Stimmung. Ein bisschen ruhig, aber gemütlich. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, ist es oft noch dunkel und kühl. Aber dann scheint die Sonne durch den Nebel und plötzlich sieht alles so friedlich aus. Das klingt schön. Viele sagen, der Herbst macht sie traurig, weil die Tage kürzer werden. Aber ich finde, er hat auch etwas Romantisches. Ich mag es, abends eine Kerze anzuzünden, Tee zu trinken und einfach ein Buch zu lesen. Genau, ich auch. Im Sommer ist immer so viel los. Partys, Reisen, Freunde treffen. Im Herbst wird alles langsamer. Man hat mehr Zeit für sich selbst. Ich finde das gut, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ja, das ist wie ein kleiner Neustart. Man reflektiert mehr, denkt über das Jahr nach und ehrlich gesagt, ich mag auch die Mode im Herbst. Mäntel, Schals, Pullover, alles sieht sofort gemütlich aus. Stimmt. Und die Farben überall. Gelb, Orange, Rot. In Deutschland sind die Parks im Herbst wirklich wunderschön. Ich gehe gern spazieren, besonders nach dem Regen, wenn die Luft so frisch ist. Ich auch. Manchmal nehme ich einfach meine Kopfhörer, höre Musik und genieße die Ruhe. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen. Ja, der Herbst erinnert mich immer daran, wie schnell die Zeit vergeht. Plötzlich ist der Sommer vorbei und man merkt, wie wichtig es ist, kleine Momente zu genießen. Vielleicht ist das Schönste am Herbst. Er bringt uns dazu, langsamer zu leben, mehr zu fühlen und einfach dankbar zu sein. Wenn ich an den Herbst denke, denke ich sofort an Feste und leckeres Essen. In Deutschland gibt es ja so viele schöne Traditionen in dieser Jahreszeit. Ja, das stimmt. Das bekannteste Fest ist natürlich das Oktoberfest in München. Ich war einmal dort und es war wirklich verrückt. Überall Musik, Menschen in Tracht und natürlich viele große Bierkrüge. Ich war noch nie da, aber ich habe viele Fotos gesehen. Die Leute tragen Dirndl und Lederhosen, tanzen und singen. Es sieht nach guter Laune aus. Ja, total. Aber nicht nur in München. Auch in anderen Städten gibt es kleine Volksfeste mit Musik, Bratwurst und Zuckerwatte. Ich finde das so typisch deutsch. Draußen sitzen, essen, trinken und einfach Spaß haben. Und dann gibt es ja auch das Erntedankfest. Viele Leute kennen das gar nicht so gut, aber es ist eigentlich ein sehr schönes Fest. Man dankt für die Ernte, für das Essen, für alles, was man hat. Genau. In kleinen Dörfern schmücken die Leute die Kirchen mit Obst, Gemüse und Blumen. Ich finde das sehr gemütlich. Es zeigt, wie wichtig Gemeinschaft ist. Ja, und im Herbst beginnt auch die Zeit der Kürbisse. Überall sieht man Kürbisse. In Supermärkten, auf Märkten, vor den Häusern. Ich mache im Herbst immer Kürbissuppe. Das ist mein Lieblingsgericht. Oh ja, Kürbissuppe. Mit ein bisschen Sahne und frischem Brot dazu. Perfekt. Ich koche sie auch manchmal. Und ab Ende Oktober wird es dann gruselig. Halloween steht vor der Tür. Stimmt. Früher war Halloween in Deutschland nicht so bekannt, aber heute machen viele Leute mit. Kinder verkleiden sich, gehen von Haus zu Haus und rufen Süßes oder Saures. Ja, das ist witzig.
Manche Nachbarn dekorieren ihre Häuser mit Spinnen, Lichtern oder kleinen Geistern. Ich mag das. Es bringt ein bisschen Spaß in die dunkleren Tage. Und Anfang November gibt es oft Laternenumzüge für Kinder. Sie basteln Laternen und laufen abends zusammen durch die Straßen. Ich finde das so schön. Das hat etwas Magisches. Ja, das erinnert mich an meine Kindheit. Ich hatte auch so eine Laterne. Wenn ich daran denke, bekomme ich sofort ein warmes Gefühl. Der Herbst ist wirklich eine Zeit voller kleiner, schöner Momente. Absolut. Man merkt, dass die Menschen näher zusammenrücken. Familie, Freunde, Nachbarn. Vielleicht macht das den Herbst so besonders in Deutschland. Ja, er verbindet uns irgendwie. Draußen wird es kalt, aber drinnen wird es warm. Nicht nur durch die Heizung, sondern auch durch die Menschen um uns. Im Herbst verändert sich auch der Alltag ein bisschen, findest du nicht? Morgens ist es noch dunkel und man hat oft keine Lust aufzustehen. Ja, total. Ich trinke dann zuerst einen heißen Kaffee, sonst geht gar nichts. Im Sommer bin ich gleich wach, aber im Herbst brauche ich einfach mehr Zeit. Ich auch. Und wenn es draußen regnet, bleibe ich lieber länger im Bett. Ich höre dann Musik oder schaue eine Serie. Es ist so gemütlich, wenn der Regen ans Fenster klopft. Ja, das mag ich auch. Aber ich versuche trotzdem, aktiv zu bleiben. Ich gehe oft spazieren, auch wenn es kalt ist. Frische Luft tut einfach gut. Stimmt, in Deutschland sieht man viele Leute mit Regenjacke und Thermobecher im Park. Manche joggen sogar, obwohl es regnet. Ich bewundere das. Ich denke, das liegt daran, dass man hier das Wetter einfach akzeptiert. Wenn man nur bei Sonne rausgeht, bleibt man ja den halben Herbst zu Hause. Ich habe angefangen, am Wochenende wandern zu gehen. Es ist so schön, wenn man durch den Wald läuft und überall die bunten Blätter sieht. Ja, und danach in ein Café gehen und einen heißen Kakao trinken. Das gehört für mich zum Herbst einfach dazu. Oder eine heiße Suppe zu Hause kochen. Ich mache oft Gemüsesuppe oder Linseneintopf. Das schmeckt so gut, wenn man durchgefroren ist. Oh ja, das liebe ich auch. Und am Abend eine Kerze anzünden, ein bisschen lesen oder einfach gemütlich auf dem Sofa sitzen. Ich finde, im Herbst lernt man, die kleinen Dinge zu genießen. Ja, viele Menschen sagen, sie werden im Herbst ruhiger. Man verbringt mehr Zeit mit der Familie, schaut Filme oder backt zusammen. Ich finde das schön. Ich auch. Letztes Wochenende habe ich mit Freunden einen Spieleabend gemacht. Wir haben Pizza bestellt und einfach gelacht. Das war perfekt für einen kalten Abend. Klingt super. Ich glaube, genau das ist das Geheimnis im Herbst. Man findet Freude in einfachen Momenten. Ja, man muss nicht immer etwas Großes planen. Ein Spaziergang, eine Tasse Tee, ein gutes Gespräch, das reicht oft schon. Der Herbst zeigt uns, dass Ruhe auch schön sein kann. Ja, vielleicht ist das der Grund, warum viele Menschen sagen, der Herbst ist ihre Lieblingszeit. Wenn man über den Herbst spricht, geht es nicht nur um das Wetter, es geht auch um Gefühle. Viele sagen, der Herbst ist eine Zeit zum Nachdenken. Ja, das finde ich auch. Wenn es draußen still ist und die Blätter fallen, wird man automatisch ruhiger. Ich laufe oft allein durch den Park und denke über vieles nach. Ich kenne das. Der Herbst hat etwas Melancholisches, aber gleichzeitig auch etwas Schönes. Es ist, als würde die Natur sagen, jetzt wird es Zeit, langsamer zu werden. Genau. In Deutschland sagt man oft goldener Herbst. Das beschreibt diese warmen Tage im Oktober, wenn alles in der Sonne leuchtet. Ich finde dieses Wort total passend. Ja, goldener Herbst klingt wirklich schön. Ich mag auch das Wort Herbstblues. Es beschreibt, wenn man sich ein bisschen traurig fühlt, weil es draußen dunkel und kalt ist. Ja, das passiert vielen.
Ich merke das auch manchmal, aber ich versuche, das Positive zu sehen. Ich mache mir dann einen Tee, höre Musik und denke, es ist nur eine Phase und das geht vorbei. Das ist eine gute Einstellung. Ich finde, man kann im Herbst lernen, sich selbst besser zu verstehen. Es ist die perfekte Zeit, um neue Ziele zu setzen oder einfach dankbar zu sein. Ja, das stimmt. Im Sommer ist man oft zu beschäftigt, aber im Herbst hat man mehr Zeit zum Nachdenken. Ich schreibe dann manchmal meine Gedanken auf. Das hilft mir sehr. Ich mache das auch. Ein Tagebuch zu führen gibt mir Ruhe. Und wenn ich es später lese, sehe ich, wie viel sich verändert hat. Das ist schön. Ich glaube, deshalb ist der Herbst so wichtig. Er erinnert uns daran, dass Veränderung etwas Natürliches ist. Die Blätter fallen, aber im Frühling wächst alles wieder. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Alles kommt und geht. Und vielleicht macht genau das den Herbst so besonders. Er zeigt, dass Abschied und Neubeginn zusammengehören. Absolut. Ich finde, der Herbst lehrt uns, im Moment zu leben. Einfach genießen, was gerade da ist. Und ehrlich gesagt, wenn ich an einen perfekten Herbsttag denke, dann sehe ich Sonne, Wind, heiße Schokolade und gute Musik. Das reicht mir völlig. Das klingt perfekt. Ich glaube, jeder findet im Herbst etwas, das ihn glücklich macht. Man muss es nur sehen wollen. Ja, manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Tag besonders machen. Genau. Und damit sagen wir Danke fürs Zuhören. Passt gut auf euch auf, bleibt warm und genießt den Herbst. Abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like und klickt auf die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Melancholisch. Der Film war schön, aber ein bisschen melancholisch. Im Herbst höre ich oft melancholische Musik. Nachdenken. Ich muss über meine Zukunft nachdenken. Nach dem Gespräch habe ich lange darüber nachgedacht. Verändern. Das Wetter kann sich im Herbst sehr schnell verändern. Mit der Zeit verändern sich viele Dinge im Leben. Dankbar. Ich bin dankbar für meine Familie und Freunde. Man sollte auch für kleine Dinge dankbar sein. Der Neubeginn. Jeder Herbst fühlt sich für mich wie ein Neubeginn an. Nach schwierigen Zeiten kommt oft ein Neubeginn.